Ich habe ein Video über den Nominativ gemacht. Wer hat ein Video über den Nominativ gemacht? Ich. Und ich ist hier in diesem Fall der Nominativ. Mein Name ist Sophie, ich bin deutsche Muttersprachlerin und auch zertifizierte Deutschlehrerin hier bei Home Studies. Und als erfahrene Deutschlehrerin bereitet es mir natürlich sehr viel Freude, mein Wissen mit euch Schülern und Schülerinnen zu teilen. Und wie ihr euch bereits denken könnt, nehmen wir heute den Nominativ ganz genau unter die Lupe. Ich freue mich drauf und los geht's. Okay, lasst uns über den Nominativ sprechen. Ihr wisst, dass es im Deutschen 4 Fälle gibt, die ein Element in unserem Satz bestimmen, individuell. Und der Nominativ beschreibt auch ein Element in einem Satz auf Deutsch. Welches Element ist das? Bei dem Nominativ handelt es sich immer um das Subjekt. Das bedeutet, der Nominativ ist immer das Subjekt. Was ist das Subjekt? Das Subjekt ist zum Beispiel eine Person, die eine Aktion macht. Wie hier, der Mann kocht. In diesem Fall ist der Mann, also dieser Mann, ist der Mann das Subjekt. In jedem Satz gibt es ein Verb. Ein Verb ist immer ein Wort, das eine Aktion beschreibt. Die Aktion in diesem Fall ist kochen. Und die Aktion benötigt, also braucht eine Person, die sie macht. Und genau das ist das Subjekt. Das Subjekt ist also eine Person, manchmal auch eine Sache, die eine Aktion macht. Die Aktion ist kochen und die Person, die kocht, die unsere Aktion also macht, das ist der Mann. Das bedeutet, das Subjekt ist meistens immer in Position 1, ja, in den meisten Fällen. Manchmal kann es auch an einer anderen Position stehen, aber oft ist es in Position 1 in unserem Satz, so wie hier, und bezieht sich auf das Verb kochen. Das heißt, der Mann macht die Aktion und die Aktion ist kochen. Hier sehen wir unseren Mann, der kocht. Und der Mann ist ein maskulines Wort. Grammatikalisch ist es maskulin. Das bedeutet, dass der Mann als mein Subjekt entweder der Mann sein kann oder ein Mann. Ja, Nominativ ist der Mann oder ein Mann für ein maskulines Wort. Bei femininen Wörtern, bei einem femininen Wort, können wir die Artikel die oder eine haben. Ein feminines Wort ist zum Beispiel die Frau. Okay? Die Frau tanzt. Oder wir können auch sagen, eine Frau tanzt. Ein neutrales Wort im Deutschen, also ein Wort, das den Artikel das oder ein haben kann, ist zum Beispiel das Wort Kind. Das bedeutet, das Kind ist mein Subjekt, denn es macht eine Aktion. Was ist die Aktion? Es ist spielen. Das heißt, ich sage zum Beispiel, das Kind spielt. Der Nominativ ist also das Kind. Ich kann auch sagen, ein Kind spielt. Und auch hier ist der Nominativ mein Subjekt, also das Kind. Denn das Kind macht die Aktion. Die Aktion ist spielen. Im Plural benutzen wir auch den femininen Artikel die. Warum ist das so? Das ist so, weil alle Wörter im Deutschen im Plural immer feminin sind. Immer, immer, immer. Und so können wir zum Beispiel sagen, die Schüler, ja, viele Schüler, nicht nur einer oder nicht nur eine Schülerin, sondern mehrere, sie lernen. Die Schüler lernen. Wer macht also die Aktion? Ja, das machen die Schüler. Und deswegen sind die Schüler unser Subjekt.
Der Nominativ ist also immer das Subjekt in unserem Satz. Immer die Person, die eine Sache macht. Ja? Deswegen können wir mit der Frage wer nach dem Nominativ fragen. Also zum Beispiel, wer kocht? Wer kocht? Der Mann kocht. Oder ein Mann kocht. Bei femininen Wörtern ist es genauso. Wir können fragen, wer tanzt? Wer macht diese Aktion? Na, habt ihr eine Idee? Was ist die richtige Antwort? Richtig, die Frau tanzt. Oder eine Frau tanzt. Und auch bei neutralen Wörtern ist es das gleiche Prinzip. Wir können ja auch hier fragen, wer spielt, also wer macht die Aktion, um zu wissen, wer das Subjekt ist. Also wer macht diese Aktion, wer spielt? Aha, das Kind spielt oder ein Kind spielt. Und im Plural ist es natürlich genauso. Auch hier kann ich fragen, wer macht das Lernen? Ja, wer lernt? Wer macht diese Aktion? Aha, es sind die Schüler. Und mit dieser Frage kann ich meinen Nominativ in einem Satz finden. Okay? Wie ich es schon eben gesagt habe, kann der Nominativ eine Person oder auch eine Sache sein. Ja? Deswegen fragen wir auch manchmal mit dem Fragewort was, damit wir den Nominativ finden. Das bedeutet, wenn wir fragen, wer kocht, wer tanzt, wer spielt, dann fragen wir immer nach einer Person. Das bedeutet, wer ist immer für Personen. Wenn wir aber fragen, was, dann wissen wir, dass die Antwort eine Sache ist. Es ist zwar der Nominativ, das Subjekt, das eine Aktion macht, aber es ist kein Mensch, keine Person. Wie hier. Der Baum ist grün. Was ist grün? Der Baum. Der Baum ist grün. Der Baum ist keine Person, ja, das ist der Baum. Der Baum ist eine Sache. Und deswegen fragen wir nicht, wer ist grün, aber wir fragen, was ist grün. Und hier gibt es das Verb ist, also der Infinitiv ist sein. Das Verb sein ist speziell in Verbindung mit dem Nominativ. Und warum ist das so? Das ist so, denn mit dem Verb sein steht immer der Nominativ. Das bedeutet, dass wir in einem Satz mit sein, mit dem konjugierten Verb, ja, immer zwei Nominative haben. Was meine ich damit? Ich zeige euch die Beispiele. Wir starten hier. Der Mann ist der Lehrer. Hier gibt es zwei Nominative. Woran sehen wir den Nominativ? Warum wissen wir, dass es der Nominativ ist? Denn wir haben den Artikel der und der. Und für männliche, für maskuline Wörter ist der Artikel der nur im Nominativ korrekt. Das heißt, ich sage zum Beispiel, der Mann ist der Lehrer. Das heißt, der Mann, er ist der Lehrer von diesem Deutschkurs. Oder die Frau ist eine Lehrerin. Die Frau ist eine Lehrerin. Auch hier sehen wir zweimal Nominativ. Wir haben die Frau, ja, und wir haben eine Lehrerin. Weiter geht es mit Satz Nummer 3. Das Kind ist ein Mädchen. Auch hier sehen wir, aha, neutrales Wort, das Kind, und der neutrale Artikel für den Nominativ ist ebenfalls ein. Ich kann auch sagen, die Frau ist die Lehrerin oder das Kind ist das Mädchen. Daran sehen wir, ja, wir erkennen, dass es der Nominativ ist. Und auch im Plural ist die Regel gleich. Die Schüler sind die Lernenden. Die Lernenden sind die Personen, die lernen.
noch mehr zu dem Thema die 4 Fälle auf Deutsch wissen wollt, dann bleibt unbedingt dran und schaut euch das nächste Video an, in dem ich euch den Unterschied zwischen dem Akkusativ und dem Dativ erkläre. Bis dann!